Psalm 150 sage ich Halleluja, lobet den Herrn in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfe, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Und der letzte sage ich jetzt, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. So wat Odem heeft soll am loven. Wir haben den Odem und das wird mit wir nu an anfangen. Das erste Leid ist im Pott vom Gottesdienst. Und ich mag, dass wir verjeten die uns, sagt mir das, dass wir mit der ersten Silbe auch mit Endhub singen. Dass wir checken, wo fängt das Leid an, wenn es das erste Wort, und wenn sie anfangen, fangen wir mit Endhub an. Weil wir uns dort morgen, weil wir dort versuchen, das dort zu tun, mit den Leuten, was sie anfangen wollen. Okay, singen wir Nummer 3 ist hastig. In am Bay. Ja, lopend erbauen. Das ist eine schöne Aufgangsleitung für mich. Wie süß klingt Sabbat, Glockenklang, durch Berg und Tal dahin. Dort sieht man die Christenheit zur Kirche fröhlich ziehen. Das kann fröhlich hier sein. 3 ist hastig. Wie süß klingt Sabbat, Glockenklang, durch Berg und Tal dahin. Da sieht man die Christenheit zur Kirche fröhlich ziehen. Wir gehen zum Haus, in Gottes Sinn und wollen nicht so Lob mit anderen abkennen. Dort hört man Evangelium, was Gott für uns getan. Man sagt zuletzt, ist es drum, dass nur helfen kann. Wir gehen zum Haus, in Gottes Sinn und wollen nicht so Lob mit anderen abkennen. Wie lieblich ist im Gotteshaus sein Vorschlag gegen Welt. Dort geht man immer willig nach dem himmlischen Gezelt. Wir gehen zum Haus, in Gottes Sinn und wollen Jesu Lob mit anderen aufkennen. 624. Freut euch auf den glorreichen Morgen, wenn als Jesus in Herrlichkeit erscheint. Die Erlösten zum Himmel einzuholen, wo ewig mit ihm sie sich vereint. In der ewigen Herrlichkeit wird kein Schmerz und Tod mehr sein, keine Sorge und kein Leid, keine Sünde geht dort ein. Alle Finsternis muss fliehen und wir werden Jesus sehen, der mit Glanz den Himmelssaal erleuchtet. Mit dem Licht an Gott die Nacht verliehen. Wir ersehnen den glorreichen Morgen,
wenn den Lichtern in Gott die Nacht vergeht. Er gibt Treue und für Christus gerichtet, und der tapfere ehrliche Knecht, die Gemeinde des Lammes, die erliebte, ruhen eins in den Armen Jesu recht. In der ewigen Herrlichkeit wird kein Schmerz und Tod mehr sein, keine Sorge und kein Leid, keine Sünde geht dort ein. Alle Finsternis muss fliehen und wir werden Jesus sehen, der mit Glanz den Himmelssaal erleuchtet, mit dem Lichtschein in Gott die Nacht verliert. Goedemorgen, hier einer van mijn zeer. Ik vrij me dat hier zijn. Ook ja's habe hier unter uns. Ich kriege keinen Namen verernt, aber jeder einer welkom hier so. Von wo einmal die zijn. Vrij me dat die hier von der zijn. Dat wordt een Segen sein für jeder einer des Gottesdienstes. Und für unsere Sinnerschulklassen Rückgehen mit Lehrer Stopp, weil wir nach dem Gebet haben verernt für die Klassen durch so. Ich treffe noch Abstunden, wo das passend ist. Uns großer Herr in Heiland, ab die Stunde Rara, wir danken dir, dass wir von dir kennen, in so einen hoffnungsvollen Tag hier kommen. Herr, wegen diesen Tag des Herrn, also der Tag, wo die abstimmt, wir hier können top sein, als es wegen wir eine lebende Hoffnung haben. Die lebende Hoffnung, was wir können in die haben. Und du entscheidest immer wahrer, was nie schaut mit dem Wort, wenn das lebendig. Das sagt uns nach Wort. Herr, wo du genug geben, wo du Erleuchtung geben, diesen Tag für den Gottesdienst hier, in Sassburg, wo dein Wort gepredigt wird, jeder das Wort uns verändern, jeder das Wort uns wird wirken, uns wird bedienen. Wo du den Segen geben für diesen Gottesdienst hier. Das Zeugnis wird soll sein, das Gesang, und mit John, wenn er die Botschaft wieder will haben. Amen. Da wir Platz nehmen. Het Spanische Heft, nummer 74. Ay, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda del Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me faltará, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar.
casa de mi Padre, mansión de luz y paz, no el creyente que ha de morar. Llegando de la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Wir haben für jeden Sonntag das Thema von digitale Medien, also die Technologie, all das Elektronische in der Welt, wo wir von der sehen, unsere Phones, unsere Computers, das Internet und all die Games, all das dort, das Elektronische. Von dort haben wir haben Beispiele gebracht, wir haben gecheckt, was das bei uns steht, und aber nicht unbedingt, dass wir haben praktische Route gecheckt, was wir damit tun. Wir haben den Jahr 3, dann, als wir noch eine Check mit der Singstunde hatten, habe ich wieder ein paar Themen gehabt. Er war dort, und so wird es dort auch praktische Route gehabt. Aber was er den Gundig zu wiederholen, und ich möchte hier so von dir, du so was praktische Ratschläge geben, wo wir uns alle top auf einen Channel zu kriegen, so fließt es dort sein. Wo denkt ihr, wo können wir denken, wo soll wir denken? Wir wollten merken Unterschied. Wir merken einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich sage, und besonders hier nie, wo unsere jungen Menschen nicht gebannt sind, wir reden ja vielleicht von diesen Dingen ein bisschen anders, dann fragt mir das so, wenn ich antworte, unsere Eltern, was auch Kinder haben, was unsere Kinder ihre Freunde sind, und ich antworte, das ist auch wichtig, und wir tun es auch mit diesen Dingen schaffen. Fragt es wie dann? Dann immer den Jeff mit dem Trost. Dann immer Jeff mit einer gewaltigen Kraft, da wird ja, diese Lieder haben auch Stellung angenommen. Kijk du, wie machen, so, das wird reich sein, das wird okay sein. Das wird nicht sein, dass wir so wie reich sein und so altmodisch sein. Irgendwie wird das doch noch in Sender hängen sein. Und ich glaube, wir sind stark in dort, wenn wir den was tun. Wo wir sind wo gewaltig so tun, tauben das und rieten das an unsere jungen Menschen. Nicht bloß an die. Und uns große Krieg so, uns vielleicht in der Deutsche Pornografie sehen, was dann die schwindische Welt ist, auf dem sexuellen Gebiet. Für unsere jungen Menschen ist es vielleicht in ein kleines bisschen noch in eine andere Richtung, wenn auch immer du nennst, was immer auch unmoralisch, viele von den Dingen. Und aber dort ist ein besonderes Ding, wo die jungen Menschen dort non kommen. Und deswegen möchten wir praktisch über was Dinge reden. Ich will aber vielleicht unseren Haupttext wiederholen, Titus 2, Vers 11 und 12. Dort wird ans Textvers mal. Wat sehr praktisch passt für das. Titus 2, Vers 11 und 12. Und du sagst, das ist das. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und dann Vers 12, was das diese Gnade, das besondere Geschenk. Das sagt, und züchtigt uns. Das ist nicht sehr maglich, aber Hebräer sagt, dass das gut. Und was das uns zu züchten? Dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste. So klar. Und was noch? Und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Und was wird dort dann tun? Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi. Oder dann, wo wir am Lügen, dann, wo wir wacker sein, dann, wo wir nicht da sein. Ich habe hier so ein kartet Wort mitteilen, was Gerhard Setzer geschrieben hat. Wir haben so sehr viele verschiedene Quellen und Informationen, was einer der andere geschrieben hat. Noch einer erwähnen, was ich heute noch nicht habe. Es existiert in Europa, in Deutschland ganz besonders, weil Poja 3, wir waren in der Sitzung gemerkt, mir steht, wird viel euer sein, dort wird es weniger. Gestern, der von Nicholas Carr noch einmal abchecken, und er sagt, mir steht, es wird viel euer. Aber er sagt, es ist ein Durchschnittsmensch, in Deutschland, in Europa, der das 88 Mal sein Fuhn am Tag
opmerken, dat daar de Pantalla zit. 35 Mal davon ist es bloß einfach ein geringer Ding. Check mal, ich kann WhatsApp kriegen, das wisst ihr durch. Aber check mal, was die Clock ist und so weiter. En 53 Mal ist es ein bisschen was schreiben, WhatsApp, hat eine andere App brücken, wird da was neu sein und so weiter. Von der 8. Wenn wir 8 Stunden Flug wegnehmen vom Tag und dann die ewige Zeit andeilen, dann sitzt es, wenn wir jede 18 Minuten dort nur sein dann. Und aber die jungen Menschen in der Stadt, du hast es aber 5 Minuten, sagt Nicholas Carr. Und das sage ich an so viel, dort können sein wir tun bei 2,5 Stunden am Tag mit uns Fun zu tun haben. Und bis 7 Minuten davon als wörtlich Fun. Der andere ist ein anderes Ding als bloß Fun. So, du hast ein Suchtpotenzial. Du hast eine große Gelegenheit, eine Macht von der Sucht in diesem Ding. Und hier so wird das so betitelt, dazu in Europa, das Institut, diese Schule, wird das so betitelt. Wird wie ich mehr als hastig mal am Tag nur sein tun, das Fun, dann ist es eine Sucht. Also anders als was ich mal lesen werde. Also hier als hastig mal am Tag, dann nennen sie das auch eine Sucht. So, er sagt, bis sie dort eine Sucht hat, dann hat es noch ein großer Schaden. Das verhindert uns ganz besonders, dass wir mal eine ruhige, angestierte, eine konzentrierte Beschäftigung merken können. Uns mal lang konzentrieren auf ein Ding. Nicht mal sehr klar. Nicht mal das beim Botschaft merken. Sehr klar. Bevor erstmal ein kleines Stoten ein, ganz angestiert sich zu konzentrieren auf ein Ding. Also das ist Tatsache durch. Was sagt er, so schafft sich das Götze, das auf Gott, in ihre Christen so, und das wird morgen. Schafft sich das zwischen uns in der Beziehung zu Gott. Bibelstudium und Gebet, es wird so lang möglich, was immer war Resen dat, du bin fun. Und dann haben wir diese Jahr davon ans tun, sicher. Der Absmorit, Alarm mit merken, das Resen bei merken, muss eine Zeit, wo das Fun nicht besiegt ist, merken. Muss Tiden sagen, so wieder. Dat is een ding. En van de andere zijde, nach trainen Wiederholung von 5 Mal, wird dort ein Mensch den Verstand hat, mag ich noch einmal das dort sagen. Von der wird mit Internet zu tun haben, Facebook haben, und all so ein dort Ding. Du sagst, was du so im Internet wird nennen, das ist im YouTube wird nennen, im Facebook wird nennen, in Twitter wird schreiben, das ist Donald Trump, das sagt viel Deutsch, immer in Twitter wird nennen, schreiben. Dort sind von ungefähr 14% von den Menschen, die mit der zu tun haben. 55, dann bist passiv mitmerken, beobachten, ein bisschen kicken. Schreiben niemals Wort, sagen niemals Wort, dann niemals ein Ding wiesen, oder ja, das hat gelegt, diese Botschaft, oder was immer. Dann bist du passiv mitmerken. Und nach 32% sind ganz unaktiv. So, was sage ich uns dort? Von der, was du mitmerken, die dann passiv mitmerken. Also, die sind nicht aktiv, wie gesagt. Und was das dort, das war immer wiesen, wo die Menschen dann wollen. Wir wollen passiv. Wir wollen bis so, wo die Strom ans Hand schafft. Wir wollen durch aktive Entscheidungen merken. Wir wollen passiv. Wir wollen verantwortungsloser. So ist die Studien dort auch wiesen. Gut, ein paar kleine Sachen. Was eine Wiederholung. Was wir nicht wollen, checken jetzt ein bisschen ein paar allgemeine Dinge. Wir probieren das sehr allgemein zu merken, was ist wichtig, was für Richtlinien sind wichtig, wenn wir denken an all diese digitale Medienwelt. Also Medien dort ist, dort wird jeder bringen, das von einer steht nur andere. In digital, dort ist wird elektronisch steht, nicht mehr auf wirkliches Papier, sondern das wird nu tun mit Bilder und all so. So digitale Medien, all das ganze System. Ein Ding, und da checken was Rudolf Ebertshäuser in seinem Buch geschrieben, in dem Buch Gedankenrüt, heißt das sehr, sehr wichtig, hat sehr große Klarheiten, für sich auch die Gemeinde. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir das checken. Weil wir abpassen für Dinge, wo wir uns selbst veröffentlichen wollen. Wir sind viele Menschen, wo beschäftigt wir sind, einmal Selfies zu merken. Alle werden von sich Bilder merken. Selfie, das ist ein englisches Wort, und das bedeutet von sich selbst. Self, von sich selbst Bilder merken.
En dan maakt hij zich dus dit afstaan, en zo afstaan, en dan zo. Dan even dem handen die al de frontalcamera's, wat dus nur einwiesen, einer sich sein kann. Dann Bilder merken sein, wo einem das schmackste laat, en dan de verschaken, en de wo nemen. Also, wir doen uns selbst vergessen. Wir doen, dat is Narzissmus, ich mal wieder Narzissmus, und von der war mit Selfies zu tun, wo sehr, sehr viel sich selbst veröffentlicht wird. Das wo ein wo nemen doen, einwiesen. Dit, wie man nicht vertuschen met, wenn wir vielleicht einfach ein schönes Familienbild, ein WhatsApp-Bild gedaan haben, dat vind ik ganz okay. Und dann schmeckt das Bild ist, finde ich ganz okay. Dat ze dan niet wegen Sicherheit, dan sind sie dort, laatste, weet ik wat van Gott unterscheidet merkt, immer haben, dat is ein Ding. Aber sich veröffentlichen mit den Selfies und all dat is een ander Ding. Dat geht auch Bild zu sein mit den Bildern, wat ich habe. In WhatsApp, wo immer, dat wisst alles, ich mich veröffentlichen da, als ich mich identifizieren da. Ich bloß wie check, kredenzial, dit zijn ich, als ich mich aufwiesen da. In sehr Fährten auch, wenn wir denken an Facebook und der ganzen Welt, man glaubt, ich kann besiegt bleiben. In dem vielleicht ganz unternommen ist anders, weil wir sind wirklich jetzt sein, sehr viele tun es dort. In China Weitkrieg, wo ich nicht sein, was ich nicht tue, und dann kann ich nicht schreiben, eine Meinung zu das sagen, was Jana du nicht geschrieben habe, wegen, der kennt mich nicht, der sei mich nicht und so weiter. Und da werden vielleicht große Schulden, große Beleidigung, Angereiden und so weiter. Und was dann seilig tun ist, freudige Dinge schreiben, andere Dinge, die nächsten sehr utmerken. Sonst dort, wenn man was schreiben darf. Vielleicht hast du so wo eine Unterhaltung, ein Chat, was immer, und dann sich das so utischen. Dann sei wie sehr bald, dass das, was sehr eingesendet sind dort. So, das sich selbst veröffentlichen, sich selbst wiesen sie wieder, Selfies damit an. Im Sinne den Mensch, der das nicht die beste Bestrebung rückfordern. Im Sinne, wir als Menschen, die noch die Tendenz haben, die Fähigkeit zu singen, dass das nicht die beste rückbringt. Wir wollen vielleicht irgendwo ein Star sein, wir wollen vielleicht irgendwo wer sein, aber das Letzte, das nicht. So viele Menschen, wie sind das? Ich bitte, bemerkt das ganz kürzlich. Ein Mann wird ans Lohn verpacken, seine Tochter wurde dort. Er kann mir nie vertrauen über was Ding, hat seine Tochter mit. Dann sag ich, wo der so in einer Arken fertig saßen da, und dann immer sich das handstellen, dann Bild mir, und dann immer andere war, so ein Wort, das schmeckst du wohl du. Das wird der ganzen Zeit da, was wieder vertrauen da. Wie sollen das so viel in der Welt? Also kurz gesagt, können wir sagen, man ist du bei der Lutsch von der Gleckmaschine in Prof, du so sind Gleck zu finden. Du, das Rituieren, mit dem, was man alles nennen will. Also, wer wird es vermeiden, sich selbst zu veröffentlichen auf so eine Weise, identifizieren als ein anderes Ding. Zweitens, was ich wichtig finde, und das ist, wer will so gut als möglich WhatsApp-Chatten vermeiden. Was meint das, WhatsApp-Chatten? Das bedeutet, ich will diesen Route geben mit Erfahrung, was wir sollen, das ist in so wenig Gruppen als möglich sein. Ein bisschen die Gruppen, was wir machen, sind, du selber bauen. Diese jährliche Gruppen sowieso viel, die bringen nicht jährliche Gemeinschaft. Jährliche Gruppen bedienen nicht jährliche Gemeinschaft. So viele Zeug wie du so, kann so viele auch sehr gut sein. Aber, was du berührt kannst, ist sehr selten sehr gut. Wo wir ihn, die Sache hängt das auch so fertig, und wie sollen das sehr fertig, bei diesen Menschen, vielleicht Personen, was wir kennen, dort, wenn sie nicht in der Track fertig waren, dann tun die sehr viel mit das zu tun haben. Sehr viel Duser mit Raum schaffen, und in der Track waren sie nicht fertig. Vorhin wenn ich in der Track, fing nicht wo, was reicht das alles als Arbeit. So, weil wir hier so vorsichtig sind, herrscht uns, du so brückt wir nicht fertig vor mit Menschen, wenn wir du so geistliche Gemeinschaft haben. Dann können wir noch ans eigenes Leben haben. Aber wenn wir in der Gemeinde sind, wenn ich bei sie den Bruder sagt, was du so dort anders schaffst als ich, was du anders abzutragen ist, und vielleicht auf meine Seite bearbeiten, vielleicht du so muss ich jeden fertig werden. Du musst meine Shop-Accounten bearbeiten. Und das braucht mich, wenn ich die Gemeinschaft in der Gruppe habe. Und du denkst, es ist sehr wichtig, dass wir hier so vorsichtig sind mit dem Ganzen. Und bis sie dort sehr viel Zeit nehmen werden. So. Was ein drittes Ding, was ich auch sage, ich weiß nicht, wofür dort von der schon Tag noch getan wird,
Aber die sozialen Medien, Englisch sagen sie Social Media, du redest wieder von Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, weet niet wat alles ja, all deze. De ervaring dat je tegen, de leren ons dat gouden wat ze bereikt hebben, dat is betaald. Of dat zeer weinig. Dus een beste de han zeer klare überzeugung en de han een ziel met dat. En dat is, ik wil doen met evangelistisch opschaffen. En dan doen de zeer voorzichtig aanschrijven en zeer voorzichtig omgaan en ook also met grote überzeugung deze doen. Ik wil kunnen schaffen, ze staat op een grote ganzen, wo wir sagen, wir brauchen das nicht. In ons heim sage ich, wir brauchen das nicht. Wir können den Tag sein, wo es von besonderen Zweig fehlt. Beim großen Ganzen nicht. Wo wegen 95% sagt die Studien, sind dort einfach das gottferne Sünder. Also was nicht auch von Gott sein, was dabei sein. Sondern weißt du, was das Klima in Facebook ist? Wir wollten, was das ist. Wir wollten, wo wir uns gerne passion in den Menschen, was diese Band sein, was wir da alles tun haben und tun. Also, von anderen Seite wissen wir nicht, was gleich was zu sein. Von anderen Seite. Aber du fehlende Tugenden. Wir sehen das nicht Demut, mit alles, was du tun wird. Das nicht Selbstverleugnung, das ist das Gegenteil. Das nicht Reinheit, das nicht eine kosche Zurückhaltung. Du fehlt all das. Und deswegen ist es sehr wichtig. 1. Korinther 15, 33 sagt, lasst euch nicht verführen. Böse Geschwätze verderben gute Sitten. So, deswegen ist es so wichtig. Wer eine große Überzeugung hat, können schaffen. Ja, ich weiß, so in ganz besonders spreche ich dort von städtische Mennoniten oder amische Sonne, die haben dort und die wird sehr viel Brocken dann. Die sind so. Aber was wir eben nur denken, also in der Regel, als allgemein kann man sagen, dort ist sehr schädlich. Gott hat eigentlich weit, wer das hat, wer das nicht hat. Ich kann bloß allgemein sagen, von der Erfahrung, wo der erst mit diesem Ding, dort wird eben nur denken und selbst prüfen. Also das sind Richtlinien, das sind Gedanken, praktische Ratschläge, nicht Gebot, nicht ein Gesetz. Ein anderes, was ich dort noch lesen wollte, und ich glaube, die Tüßen uns haben das so sehr klar erfahren. Jeder Tag haben wir das zu kämpfen, jeder Tag haben wir das zu schaffen. Und dort ist keine Kinder, wenn die mit der Fund von den Eltern spielen können. Und ganz besonders beruflich, wie die Lüren machen, der Stelle setzen soll und so wieder. Du hast die Gefahr sehr, sehr viel herrschen, dass die Worte in diese Sucht kommen, einmal an den Medien gebunden sein. Wir sollen das Wort von ihnen schreibt das nicht. Wo sei er dort der? Das sei wie bei uns, das ist Kinder da als andere. In den Studien wiesen, dass es dort, das sei irgendwo. So, damit die uns immer also evaluieren. Wo dürfen wir mit umgehen? Wo dürfen wir tust mit Dingen schaffen, dass wir nicht gebunden sind an diese leibliche Lutsch. Dass wir keinen anderen Weg sehen, unsere Kinder zu unterhalten und zu disziplinieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir das prüfen dann. Und ich glaube, ein anderes, was wir alle gemerkt haben, wer mit das zu tun hat, wer nicht, ist ja einfach noch besser. Und das ist, wenn wir im Internet sind, wenn wir das vornehmen, dann, was will ich in das vornehmen? Habe ich was direkt zu tun? Wenn ich was direkt zu tun, dann das tun, wenn nicht, dann ich nur oben. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich will im Internet, was ich sehen will und was ich nicht sehen. Und ich will an Amazon dann gehen, ich will mir da was checken. Okay, vor dem Weiten, noch was sehe ich und noch was checke ich. Also wenn nicht, wo kommen wir hin auf das Letzte? Mögt ihr das nicht? Wir als große Menschen in Wohnkarten die oft die Links sind von irgendwas und untersteht sind, als was wir wirklich jetzt sehen wollen. Wir sollen das so, dass wir sehr, sehr zielbewusst sein. Ich muss weiten, was will ich, wenn ich da hingehe. Und das ist ein bisschen so aus, wenn ich in ein großes Haus hingehe, wir können auch einen Gang durch eine sonnige Stufen uns feststellen, weil wir sind alles über eine Stufen. Aber das Internet, das ist nicht. Das ist ein langer, großer Gang mit gewaltig viel Stufen. Und wir müssen weiten, und wenn eine Stufe nennen darf. Und von Bieten sagt das auch, was der Band ist. Und dann weiß ich auch, und wenn eine Stufe nicht nennen zu gehen hat, nicht nennen gehen will,
En dan weet ik ook wanneer ik niet wel. En wanneer mir dus dan de tint van mijn printer fehlt, okay, dan weet ik in wanneer stoel ik niet te gaan heb, waar ik den tint wel vind. Dan weet ik wanneer weer ik den niet hebben doe, dan kom ik in die stoelen alle naar, wat den tint hebben. Dan wordt mir niet pornografie wiesen. Wenn ich diese Tinte für ACP dann schreiben doe, dan wordt mir nicht in das wat aanleiden. So wird es dort als dort fan. So, dat is wat dus wichtig is. En van de andere zijde, ik wil van daar nog een beetje meer te dit zijn, kan van Covenant Eyes, wat een filter is voor onze Kinder, Erfons en so weiter. Versuchte te installen gestern nog, en dat schafft aber nicht, wilde ze nicht schaffen. En aber Filters schien sehr, sehr wichtig zu sein. Checken, was braucht die für Filters? Wat haben wir Ding, wann wir das Internet brauchen, dass wir da reinhauen können. De vraag is hoeveel we dat brauchen dan. Dat brauchen machen, aber wat we brauchen dan, dat we de filters haben. Ik weet, met zijn onderscheid nog wat van computer we hebben. En als we de filterspan hebben, also irgendein Programm, een kleine App, wat dat durchfilteren dat. Dat is zo wichtig. Hoe wegen Pornografie, al dat Schlechte, dat is best zoveel als een muisklik van ons waard. Also, so vor der Tür habe ich das. So dicht wie es ist. Das lauert durch vor der Tür, sagt uns das Wort. Das ist so rein alle. Und vielleicht ist es verlangt, die kein Problem. Ich weiß, viele sind die Dinge, aus der sind bei mir nicht ein Problem gewesen. Pornografie im Internet ist bei mir für viele Jahre kein Problem gewesen. Aber einmal, du kennst den Tag, da war ich an, hey, mir fängt das an, wo abzuweichen, Interessen zu geben. Und sonst kann ich nicht, dass diese Band eine Versuchung wird. Sagst du ja, aber nicht im Internet. Und dann soll wir bloß so tun, einfach, dass alles gut genug ist. Und von der anderen Seite, als uns Fleisch nicht so. Sehr, sehr wichtig. Und wegen so viele, was es an Band gewesen, wenn der Zeugnis vertrauen sie wieder, und die bekannt, dann kann man sagen, wo wichtig das ist, dass die Verarbeit tun. Wenn das nicht passiert ist, oder langsam Band gewesen, wo schwor, kende diese Rüt, wo schwor, kende diese Rüt. Und dort, die wollten die Versuchungen sind verschieden, die jüngeren Menschen und die älteren Menschen. Und die wollten für uns Männer, wenn wie ich in gewässert eng im Leben der Leben sind, du sind diese Proben scheinbar noch schlimmer, noch spannender. Finde ich dort ist dort. Und die Studienblick wurden auch zuwiesen. Deswegen lohnt sich dort sehr vorsichtig zu sein. Hier eindeutig ein, sage ich sehr klar. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achtete auf eine Jungfrau. Hier eindeutig eins. Sich ein Bund gemacht. Hier aus der ganz fromsten Mann, er sagt, ich muss einen Bund machen mit meiner Ehe. Und er schafft das nicht. Also, was bedeutet das? Ganz ernste Sache. Ja. Von der Kontrakt ist für 200 Peso. Für 200 Peso können wir uns einen ganzen Monat lang senden. Also, wir können so viel Wahlschatten inkludieren und so wieder. WhatsApp, das sind Limite, so da können wir den Schatten, ich kann den inkludieren. Unlimit. Für 200 Peso bloß. Das ist Surfen, das ist Internet. Und das ist interessant, wir haben im Psalm 24, 15, ich wollte hier noch kurz sagen, haben wir ein Vers, das ist interessant, das sagt so, meine Augen sehen steht zu dem Herrn, also von Gott, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Das Naht, World Wide Web, also das Internet, das Naht, er wird mir dieser Rück rein. Also das ist ja doch nicht so gemeint, aber Posse kriegt die, das Wort. Nächste. Regeln im Heim. Ich glaube, wir brauchen Regeln im Heim. Und sind das gedacht. Wir haben sehr versucht, mit das zu schaffen. Wir haben sehr versucht, die Klarheiten zu schaffen. Und ich glaube, unsere Eltern, und viele von unseren Eltern, die das eben rein. Und das schien was meistens möglich, diese Ordnung zu haben im Heim, diese Regeln zu haben, gesunde Dinge. Es ist ganz schwierig. Das steht sehr viel Taub gegen an. En aber ich glaube, wir brauchen das. Und ich glaube, wenn die liebevoll gesagt worden, wir brauchen das. Und wenn die auch nicht angenommen worden, ich glaube, das ist danach wichtig. Dann kann ich sagen, guck mal, wie tun die Dinge, die wir leben. Die wollen kurz im Sein. Ich darf es nicht. Die gleichen mir nicht. Die werden mich alle Freiheit wahrnehmen. Die sind altmodisch.
Vielleicht hier all die schlimmsten Dinge, was sie über uns sagen. Aber wenn wir das sagen und sie das feiern, ein Tag wollen sie das sein. In der Hut mir sein, und sie Kinder wollen das ein Tag sein. Eine von den Grenzen, was wir über diese Dinge reden. Und da wird nicht bis einmal mal getan, das wird wahrer Hund. Wahrer Hund, was wir davon reden, die Gefahren, was das sein, die geistlichen Schulden, was das geben kann. Du musst über geredet, das Erste. Und das Zweite, dann immer mal diese zwei gemerkt, okay, wie lange kann ich warten? Oder wann kann ich warten? Zum Beispiel über 50% von den jungen Menschen in den Städten, die haben erfunden bis 7 Bad. Und ich sage, bis 7 Bad, die hier kein Fun haben, die jungen Menschen. Wenn die sportlich einfach rieche, verantwortliche Männer sind, was einfach zu sein wird, zu sein kann, die schafft es. Aber wir checken uns unter Alarmglocken für die Kinder, die brauchen kein Fun bis 7 Bad sein. Das ist kein Fun in ihre Schlupfstufen. Das ist eine große Gefahr, wer dann noch nicht große Klarheiten hat. Vielleicht ist dort ein Ding. Vielleicht sagen wir, das Fun wird nicht von diesem Gang wieder. Die Bootstufen und die Schlupfstufen sind, von du wieder kein Fun. In der Bootstufen nennen kein Fun. Oder was immer. Oder ein Klockenzieht, so. Die Dinge machen du so sein. Dort hat man ja Sicherheit. Oder auch ein Steht. Wo es, wenn wir was im Internet zu tun haben, wo es dort, wo du wie dort, vielleicht ist dort ein Ding. Wenn wir sagen, wir haben ja hunderte Studenten und es steht auf diesem Studium gemerkt, wer in Fun besiedelbar hat und wer nicht. Haben sie die geprüft. Und dann haben sie gemerkt, der Unterschied. Der wir das Fun besiedelbar hat, wie viel weniger die Übigkeit sind und smart als der andere. Geschlupen weniger. Was ist ein anderes, was sehr wichtig ist und was wir sagen, was auch gewollt ist, ist, ich kann sagen, alle Konsoles, alle Computer Games, Playstations und all die Dinge. Ich glaube, die hier nicht im Heim nennen. Ich finde nicht im Platz für die. Wenn wir sagen, am Bus mit dort, was im Fun kann, und was wir plötzlich tun können, sie wieder, wie viel Schulden dort hat. Und danach, wir Bande haben. Ich glaube, die Erfahrung liegt uns dort, und ich als ein Lehrer, was so, über die Jahre dann mit Schule zu tun gehabt habe, in Kinder beobachtet, und auch besiegt, gekickt wird mit den Kindern, wenn die gerade worden und so wieder. Dem Herrn dann, und verantwortlicher Christen, was dem Herrn geweiht ist, in Playstation, das passt das nicht auf. Durch der Tag, wo ein oder das andere gut macht. Oder das schafft nicht mehr auf. Viele versuchen nach Top zu knien, und Tempel hat ein gewässert. Aber ab allein kommt es nicht wohin. Kommt vielleicht noch einer oder andere, von Stückchen. Aber allein, das meint man, kann nicht verharren sein. Und so auch der Online-Spiel mit dem Nächsten. Ich sage bloß dort, was der Ferien Pflicht tun wird. Kann uns haben, was das für gewaltige Schulden gemerkt hat. Sehr gefährlich. Und ich finde das so, du sind andere wichtige Dinge. Dinge, was in Bauch nicht mehr was zu tun. Aber ich lehre mal, wie uns rumchecken. Was können wir tun? Viel mehr Scooters zu checken, viel mehr Bicycles, viel mehr Games, Dash Games, viel du so, viel du irgendwas wird, viel einmal die Spuren, der Haak, was können wir noch? Irgendwas können wir tun. Und noch bieten. Unsere Kinder, die wir immer Geld geben, für jede Buch, was wir durchgelesen haben. Erzählt von welchen Verlagen sie können, was die wahre Geschichten werden. Ich finde sehr wenig Geld in diese Romane. Viele von denen sehr schädlich und andere sind nicht alle neutral. Aber einfach, was wahre Geschichten sind, was wirklich den Charakter bilden, was wirklich eine Zukunft ist für die Gemeinde. Dort sind die wahre Geschichten, wenn wir sie dort lesen wollen. Und die eine oder andere kann die andere vielleicht auch noch gut utwirken, aber das ist sehr unterschiedlich von Kind zu Kind, weil wir sollen dort merken Unterschied. Und dann Bücher und anbieten. Irgend Bücher, oder mehr Bücher verschaffen, dort du so was ist, was sie kann lesen. Und so wie das rückschieben, dort alle, wenn sie Wort kennen, was nehmen. So wie es geht, dort rückschieben, merkt auch einen großen Unterschied. Und dann das Letzte und das Wichtigste, muss ich abfuhren. Die stille Zeit.
1. Timotheus 2,2 sagt, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Wir sind beten von der Obrigkeit, dass wir ein stilles, ruhiges Leben führen. Wat dit gebruikt om nicht zeugen. Das ist ganz das Gegenteil. Aber das stille, ruhige Leben, hier passt das hin, die stille Zeit mit dem Herrn, dass wir da wollen haben. All die Informationen, die wir Menschen sehen, dass du eine stille Zeit sein, oder eine Gemeinschaft mit anderen Menschen. Von Angesicht zu Angesicht. Also du hast Wort von der, was schlimmer ist als die Christenverfolgung, wo suchen aus dem Engel des Lichts in der Heimatwelt durch die Medienwelt uns verführen. Du werden werden, suchen der Herr, viele Wege hinein kann. So ich ein paar Gedanken, praktische Ratschläge, was uns vielleicht können helfen oder tun, wo wir uns helfen können. Ich sage du nicht, uns haben Schaffi, scheinbar vielleicht so noch mal ganz unerfolgreich, aber das ist ein Kampf, was wir nicht abzugeben haben. Das ist ein Kampf, was wir alle zu tun haben. Nummer 261. Wo du 1000 erst fällt eine Abschwung mit Leuten singen. Willst du tiefen Frieden haben, unser froh und glücklich sein? Möchtest deine Seele laden, ergänzt sich neu und ein. Komm zu Jesus, ergeben, gegen der ihn herzlich sucht. Frieden, und ewiges Leben, Himmel und Freude und mit Gut. Wenn der Feind wird mächtig toben und zu machen stark dein Mut, dann blick gläubig nur nach oben, blick gestets an, bist du gut. Es ist wirklich, lieber Bruder, dass du hältst im tapfern Mut. Kämpfen mögen, bitter werden, doch mit Jesus wird's noch gut. Doch nimm das Schwert des Geistes und den Schirm des Glaubens auf. Mit der Kraft, die Gott wird leisten, schlag im Feind dies Küstenbau. Und erlass auch nicht das Beten, sonst kommst du zu keinem Sieg. Satan musst du untertreten, Siegreich werden dann dein Krieg. Wenn du dann den Sieg errungen und der Sünde gestorben bist, denk nicht, dass der Feind bezwungen für dein ganzes Leben ist. Wirklich wirst du müssen kämpfen mit der Kraft vom Heiligen Geist. Es ist stets diesen zu dürfen, denn nur dann kannst du sein. Ja, die trotzdem. Nummer 260. Möchtest du los sein von Banne der Sünde, des Kraft in dem Blut, und deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Es ist
dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Lammes allein. Möchtest du frei von der Leidenschaft sein, es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Golgathas Blut wird zum Sieger dich weit, es ist Sieg für dich durch das Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Lammes allein. Möchtest du rein sein, ja weißer als Schnee, es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Reines von Flecken und Wind jedes Weg, ganz rein wirst du sein durch dein Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Lammes allein. Möchtest du Jesus hier dienen so gern, es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Möchtest du preisen den gnädigen Herrn, es ist Kraft schon im Sturm in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Lammes allein. Okay, wir werden uns das Bulletin nehmen. Hier haben wir als Aufruf, welcher unsere Sünden selbst aufgetragen hat, an seinem Leibe auf dem Hals, auf dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, nicht für unsere Entschuldigungen und Ausreden. Hier sollen wir ein Zeugnis haben von Brandon als Nächste. En nu dem en Chorgesang. Als Bemerkungen hier so, von der Hof 3 war Jugendstern, alle Jugend eingeladen. En zum Montagshoves, klok 8, mochten wir all die Mitglieder einladen von der lokalen Mission. Vielleicht voll so von ihnen erst verjeten, aber das hat zu tun mit der Mission und mit der Herrn Friesensine Mission im Hilfscenter im Zentrum. Und du wirst sich dort vertragen. So, die sind alle eingeladen, hier bei der Truck, um immer uns treffen und mit dieser Arbeit alle unterfangen waren. So, ich habe ein Freund für diese Arbeit, für der wollten wir ein Stückchen nicht haben, andere haben, aber die wegen sind aktiv gewesen in dieser Zeit, weil die besonders die Nähe haben, dann wenn ich Gelegenheit gehabt. Nur nach der Andachten, überklassen, Minum und ungeklassen, für über dem Bib Eigentour, über dem Endbib dann. Hier so Feier und Medweg klok 8 so ist als Bibelstunde, in der Anleitung ist von Bruder Corny Peters, komportieren. 15. Donnerdag klok 8 so ist als Kurübung. En Freitag half 2 nummerig als Diakoon-meeting in Nieuw-Hollanda dit maand. En dat komt dan nu even onder met nummer 7, dat ook vrijdag klok 6 zo is als Gemeinschaftsavond. Zo, wenn het de Schwaben aanpassen deed, schijnt het een goede dag te zijn, door een buitenrolkeuken te gaan, vrijdag. Zo, je zijn alle eingeladen, jeder einer, voor een buitenrolkeuken. En brengt dashgames met, brengt ook games verbieten met. Wat immer du so vergeben sein,
de tijd wat er nog dag is, waar we dus alle top ons ja, dan eine gute Gemeinschaft haben. Verschiedene Games, was ich kann mitbringen zum Spielen für diesen Tag mit you und Top. Achtens, du so sind und Tag 7 morgens als Gebetsstunde war, meine Gebetsstunde, und Tag 8 Uhr ist dann meine Kur. Und tiendens, du soll Utrop sein von Cruz Roja in Altenheim Top, nu sind und der 14. September. Und das einmal das ist, dus die Gelegenheit für uns alle, Zeitgebakte zur Hand zu bringen, dass er vertreten kann, dass er Geld hat, was eine Geld klagt. Dus ook die Gelegenheit, verschiedene Sachen in Hand zu bringen, kleinere, gratere. Und auch die gratere Sachen kann je ab in Prozent. Und wo viele, wo die Grenzen sind, redet mit der Ungestalte, dus brauche ich als Friesen, was von der Cruz Roja ist. Wo ihr stellt ist, und dann vom alten Herrn sind Cornelius Remmer und B&W, und ich weiß nicht, wer noch ist. Einmal haben hier so von der Truck. Sind vielleicht noch mehr. Einmal haben diese drei sind verantwortlich für das, nicht kein Unernst nun, und diese drei Brüder. Und sie können ihn halten mit das. Hat die Hoffnung auch so sein, hat diese vergessen abzudown, aber das wird dazu gesagt worden. Nächstens hier so, auf Fürbitte, und erst der Deiner wohl, wir zielen all die Tahan, irgendwo vielleicht im Oktober, können sein, weil Luther nach der Quadre Dutum bestimmt, dass wir da Hand tippen und dass wir dann beten, weil wir die Üschenstadt mehr beten in der Zweite der Dutum in der Harvard sich bezeugen, dass wir dann wohl haben. Und dann hat Priya John Unger sei vor Bad no Tamaulipas, was dann der nächste Weg ist, du auf der Nähe steht für Versammlungen, für den nächsten Weg. Und eine Gratulation, was ich über sein abzudoen vom letzten Weg, Medweg, Jakob und Hilda Pana, was uns Ascher wird, junge Paulit, sie würden wir noch haben noch, für einen unbestimmten Zeit, und sie haben so ein Baby, Liam James, ein Jungchen, Liam James von Medweg, so, Glückwünsche verehrt, so, Daniel Panas Jakob ist dort. In Almosen hier so, vom letzten Sonntag wird 28.754 Peso und $450. Gut, hast du noch das, was dir fehlt? Okay, dann als nächstes geben wir dann die Gelegenheit für das Zeugnis. Brandon, Peter Darks ist Brandon, so heißt er nicht Frauen, so er war in der Zeugnis mitteilen, so dass sie so eine fairen kommen. Ja, Marcy Reiner. Nice. Ik ben hartelijk dankbaar wat de Heer op mijn leven geschafft en ik wil te God is hier mijn zeugnis immer da. So von klein an habe ich hier in Zwift gewohnt, in ein christliches Heim abgewachsen. In meine Schuljahren habe ich auch alle hier verbracht. Und ich lehre auch thuis von reich en arm. Und von klein an wist ich, dat an Gott juist. Ich wusste, dass einer ohne Arm nicht leben kann, und das ewige Leben haben, muss einer Arm annehmen. Ich komme bei dem Punkt, wo ich eine Arm annehmen deut, ich bin 10 Jahre alt, wir an in Dienstag, den 5. Juli 2011, halb 10 zu ist. Ich wir in Thuis, ich ging in meine Stube an und ich halte die Haare auf mich durch. Ich knall mich durch, beziehe mein Badul und ich nehme am Arm, das ist mein persönlicher Heiland. Ich der Buß an meine Sünden und durch erlebe ich die Friede. Ich bin so dankbar und ich teile meine Eltern dort mit und sie freuen sich wirklich mit mir mit und ich kriege so einen Friede und so einen Mut. Und ich weiß, ich fand mein Onkel den nächsten Tag von Kansas. Dort ich habe mich bekehrt, ich habe die wahre Geburt erlebt und er freut sich so mit mir mit. Die Zeit ging wieder, ich habe nicht wirklich den Mut oder die Kraft, ihn dort mitzuteilen.
En så ging de jaren in de school en dat ging para alla normaal wieder. En wie nicht wirklich ein Unterschied. En besonders deze laatste 2 jaar habe ich wirklich Tiden durchgegangen, wo ich nicht wusste, wo ich wieder will. Ich voll duipen sind en ik kwam zo iets drauf, dat ik wist niet meer waarom ik überhaupt leven deed. Ik ben ik den Punkt kwam, wo ich mir waarom muss ganz verbrechen, wo Gott kommen sein, dat ich unarm nicht wieder kann. Ich komme bei dem Punkt, wo ich eigentlich nicht wieder unarm will. Ich wusste, dort wann ich mit Sieg will haben, dann muss ich mal am Top gehen. Ich wusste, dort unarm habe ich so viel, wo ich verloren habe und ich habe nicht Sieg gehabt. Ich bin so dankbar, dass er mir geholfen hat. Ich bin mutig im Kampf und ich bin viel besser bedürftig. Ich habe wieder dort verlangt, hier eine Gemeinde mit zu haben. Ich will im Dein sein. Mir fällt es, wenn einer kann wohl im Dein sein, in wem zum Sehen sein, das ist wirklich eine Kraft, ein Mut, was einer dabei kriegen lässt. Und ein Smart ist der letzte 2 Wochen, ich denke, ich gerührt die Apfelplank von uns Apfelbäumen. Und mir fällt es, du hast Gott mir ein Bild, wie dann unsere Apfelbäume nicht wirklich utdaan, wie du nicht besfossen. Und dann geht einer naar de appelboom en dan neemt einer de graadste en de schmackste appel immer. Gelijk erst am Jäslichen. Dort van wie waren im Bossen, dann moet wie nog mal van die Gruppen durchweichen in der Part sein, oder mit einem Partner stehen. Dann du Bossen. Das ist unser Appelboom, wenn die so viel auf einen Klappen sein, das gibt dann so eine kleine, die sind nicht von der Paste. Aber wenn einer dann von eine Gruppe drin oder eine Gemeinschaft beikommen und dann du apart sein, du wissen, das ist wirklich eine Haupt, oder bei der Gemeinde, du taubstehen, das ist wirklich ein Sehen. Und ich werde hier noch 2 Bibelversen, ich will lesen, ein mein Lieblingsvers, Jesaja 40, Vers 31, das sagt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufharren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. So, und diese Kraft habe ich ganz vertrauen, dass der Herr, die schenkt er immer weiter. In den nächsten Vers, das ist in 1. Johannes 4, Vers 13, sagt es, das habe ich euch geschrieben, dass ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, und diesen Vers war mir der Luther 2 Monate sehr wichtig. Dort waren wir dort vertrauen dann wollt wir, dann sehr wie Rat. Und ich für euch besonders schon gebeten, im Kampf mutig wieder zu gehen und sehen für andere zu sein. Dankeschön. Okay, Dankeschön für das Mitteilung. So, der Herr, die hoffen die Horten, die Jüngeren und die Älteren, und das ist sehr schön. Und das Verlangen dann, was zu tun in der Gemeinde, sich verantwortlich zu merken. So, wir werden dann auch demgemäß dann wieder gehen, und weil wir beten, dass ich sage, ich bete, ich will es nicht vergessen. Das ist gar eine Angewohnheit, das zu sagen, wir brauchen das einfach ineinander. Gerade in kleinen aller Top, brauchen wir dort uns ineinander, um Gebete zu gedenken. Gut, als nächstes haben wir dann Gesang vom Gemeindechor, ein Quartett, der Doppelquartett, was immer das erste ist, wie eine Zeit. Und nur dem dann das Wort von Brother John.
lass mich hier ein Wohnplatz sein, vor dir. Mein Jesus, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Nun sind wir die Freundin der Sünde nur Schein. Du bist mein Erlöser, der alles ersetzt. Wenn ich dich liebte, mein Jesus, dann jetzt. Mehr lieben möchte ich dich, komm mit dem Herrn, dass deine Liebe mich bringt mehr und mehr. Mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben Heiland dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir, lass mich ein Wohnplatz sein, vor dir. Wenn ich dich liebte, mein Jesus, dann jetzt. Dich zu loben, dir zu danken, dich zu preisen jeden Tag, ist mein Vorrecht, meine Freude, so gut ich es vermag. Du bist würdig, dich zu ehren, dich zu rühmen jederzeit. Alles Gute kommt von oben, dein Segen steht bereit. Wenn ich den Mut verliere und keine Freude spür, dann richtest du mich wieder auf. Seh ich nur Dunkelheit, weiß nicht mehr einer Pass, dann ist die Hilfe nicht mehr weit. Meine Seele singe wohl auf.
Dienst und Wille stehen. Ich will den Herrn loben, wir preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Und in der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, der dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste gute Wesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Du die Liebe füllst mein Leben, reiße aus mit deinem Mut. Was ich habe, was ich brauche, weißt du, der Gutes tut. Du, Herr Jesus, bist der Hirte, der sein Leben für mich lässt. Wenn ich zweifle oder falle, hält mich die Gnade fest. Du bist der Heilige, Vergebung schenkst du mir, mehr als genug hab ich in dir. Der Welt und Himmel lenkt und dennoch an mich denkt, dich lobe ich, mein Gott, dafür. Vergeben viel zu wenig, zu ringen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, nicht eine Welt genug. Die Opfer nicht gehören, jetzt sie und in sein Zelt. Ist willig, dass ich lebe, sein Lob vor alle Welt. Dankeschön, Chor. Es wird so den Namen des Herrn erhöhen mit Gesang. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Dort bin ich wel op am hoop. Is dat mijn deel? Dat is mijn leven. De Haar. Daar kan ik op am hopen. Ja, dankbaar
gestemd zijn, waar ik kan toestaan van jou hier in de kerk. Hier de gemeenschap vleien. Dank voor je stem voor de jaars dat we hebben. En van een zeer bijzondere jaars nog. Meine andere Schwester sind hier, meine Frau, ihre Schwester. Al 40 Jahre nicht in Mexiko gewesen. Nu eenmaal weer unter die Kerke kommen. Und sind von hier. Herzlich willkommen hier in der Med. Und der Name ist George und Anna Brown. Jet Brun. Hij kon die ook. En zij ook. Goed. Ik wil van jou reden wat Jezus geleerd hat, was sehr wichtig ist. Und ich wollte erst den Text lesen. Und wenn ich den Text lesen da, dann wollte ich mal loten. Ich darf nicht sein, aber ich wollte mal loten mit Gedanken rausheben. Was kann das Thema sein? Da können wir verschieden sein, und dann wollte ich sagen, was mein Thema von dir ist. Und das Text ist von dir aus Lukas Kapitel 8, Vers 15. Da nun viel Volks beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging in Seemann aus zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg und war zu treten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und etliches fiel auf den Fels, und das aufging verdorrt es darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und das ging auf und trug 100-fältige Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre. Er aber sprach, euch ist gegeben, zu wissen das Geheimnis des Reiches Gottes, den anderen aber in Gleichnissen, dass sie nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf das sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, und sie haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen sind die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum, Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Vers 15, das aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten einen feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. So mein Thema ist von der Gottes Wort hören und Frucht bringen. Frucht bringen. Ich wieder go, weil ich über die Kinder eine Geschichte vertellen. Das hier selber in dieser Geschichte, wo viel das uitmerkt, dass ein kleiner Jung, das Wort Gottes gehört hat. So ich wollte Frau, das lijkt ja poedig te doen, Kinder von 3 Jahren bis 12. Kom al naar Fern, wo einmal junge Eltern erlauben, nach Fern zu kommen. Kom schon nach Fern, von 3 Jahren bis 12, die kann schon reden, ja? Die sind jung. Nehmt diese ältere Lied hier mal best hier, so zwischendurch. Je hebt een verste bank, zat je een toerdoel van jou. Allemaal is jou alle een ruim, maar niet dan wat we ruim merken, oké? Okay? De nächste bank ook, ze staat vol merken. Je hebt je alles en dat te veel, want te vol wat deze, dan de derde bank ook. Zo hier de tweede. Ready? Vind je alle plots? Dat is het gemak bij de bank gevallen worden, yes. Go, dit is niet voor zo lang, dat wordt fijn schoffen, want het vol is. Ja, hij moet van die Moody hier, Dwight Moody. Hij is daar ganz in de noordoosten van de stad, is hij geboren. En hij was nog bloos 5 jaar oud. Dan starf zijn dad.
dan weer de mama met 7 jongens. 7 jongens. Daar zal de mama nu met de lijn komen. En dan zei de lied nog tegen deze mama. Wanneer hoeveel van deze jongens worden om jail dan komen? Duurt lijst in deze wereld 7 jongens op te tragen. Maar weet je wat? Die Modi, hij was op, hij vond mijn show geschaft aan. En dan hebben we daar wordt er weer veel wichtiger. Dat evangelium, dat wordt Gottes predigen daar. En dan weer hij een stootje evangelist, wat veel gepredigt heeft. Na iemand tempo ook naar een stad, waar hij aangeloot weer, voor Obenversammlung, voor Erweckungsversammlung, te machen. En dan, had hij voor zijn met buggies, Pieten Buggy, ook in de stad. En als hij van Buggy afzetten deed, en door de church gaat, dan zit hij door, hey, der ein Jung, der steht da buiten bij de church, en hat zijn kop in de wand aangeleend, zo, en steht en hield door. En dan had hij jong. En dan vroeg hij dem jong, vroeg hij aan, wat is? Maar wat kan die houden? Oh, zegt das kleine jong, ik ben in de church nemen, ik hier weer nu een evangelist, een erwartungsprediger, en die wil ik hier een predigen. En dan, weet je wat? Hij stond een heel in de ushers. Nou, ushers, kom je met dichtbij? Die hebben andere ushers. De ushers hadden hem niet gelaten in de church naar gaan. Hij toonde niet gerieze kleider aan. Toonde prasse kleider. En dan zei die Modi te hem, hey jong, als je rood voor die. Voeten hingen mijn wanig aan, dat is dit, maar beide heen. Voeten hingen ze aan, en dan houdt ze je vast. En dan wordt die niet ooit naar leren. Dan leerde hem ganz wat ver. En dan zat hij dan stil gaan. En dan zei hij, jong, wat je doet. En dan hoort de jongens als die Almodi predigen. Weet je wat? Zij het leven? Dit jong, dat heeft Lothar de leider van de church. Hoe ween? Ik zeg, ja, God zien wat je komt. En ik vraag me zo tjena, dat die met naar de church komt. Want jullie ouderen, jullie nog allemaal ziemlich stroeven voor je met voor naar de church. Wel, die met. Die wel hier met naar de church, joh. Dat is een fan. Zijn Modi heeft zoveel compassie dat het evangelium wieder draaien deed. Ik zie dus al dat mensen aan je zegt, dat we vielleicht samen van de jongens om jail aan komen. En dan, wenn Modi zijn mama begroeven wordt, dan gaat van een zeugnis, wat je ook nog gemerkt hebt. En dan gaat van een zeugnis, op dat mama er begrafenis, van dit, wat de lied gezegd hadden. We zeggen, dat geen van ons jongens uit dem jail aan je komen. Dat wegen onze mama. Onze mama beet zoveel. Zo, Modi kan evangelist worden. En dan kunt je aan jongen in de church naar leiden, wat veren. Nou, dat wordt Gods kunt hier. Dan gaat dort en leider van de church. Als dat niet schijnt, om je Gottes woord te komen. Is dat niet fijn om de church te voeren? Goed. Zo, danke schön. Ik ga gewoon beginnen elderen zetten. Kijk ook te zeggen, hoor, je nu deiden. Gut, nächstens even go to de Wiedertagsbetrachtung. Ik wil een Dankeschön sagen, Jens. Herzlich Dankeschön für alle die Beten. Wir haben angeholt zu beten. Und wenn zurück von oben Versammlungen. Und das merkt man ja scheiß Gemeinde. Und die beten dann. Viele sind auch von der Versammlung an wie La Cerita. Wo ist La Cerita? Das 8 Kilometer Süden von El Cuervo, dort ist meine neue Ansiedlung da. Kleine Gruppe. Nou, ich weiß nicht, wo ich will predigen, so eine kleine Gruppe. Stel maar in de Leude.
En wo krijg ik reden? Ik heb veel gebeten, Eva. En die hebben gebet. En dan überraschend weer het. Zondag, wenn ze de verzameling ontvangen, dan weer een grote groep taub. En dan wordt het voor het eerste, klok 7 zo, zijn we taub, worden gebetsgroepen gedeeld. En samen den baan in het gymnasium, wat ze gebed hadden, en een ganze schöne zool in geruut. Ik weet niet wat eruit ging, ik weet in de 17e groep van de gebedstijd. En daar wordt nog weer uitgehaald. Ik weet niet wie dat ging. Eén wordt dik bij 20. Dan hebben we je gebedstand daar. En weet je, du hast de kracht daar. En God zijn woord als kracht en een gebed als kracht. Dan hebben we jede avond, zo warm als het weer, je zei warm, 36 Celsius om jeden avond, maar er komt veel licht uit je. En we hebben jede avond gebedstand. We hebben sehr gesehene tijd gehad. Dat wir wens Gott so gut wir, wens Gott so groot is. En hij heeft zich bewezen. En trouwens, we kunnen gebeden weer, want we deze week vrijdag van eruit voeren naar Tamaulipas. Dat is ook een nieuwe, ganz nieuwe groep, nieuwe mission wat we aangevangen hebben. En mijn gebed is, we weer kunnen werkzeugen, dat is heen zijn. Dat kunnen gebruiken zijn. Dat de Heer dat meer reden kan, wat hij reden wel. Goed, we gaan weer. De Heer Jezus heeft veel in gelijkenissen geredet. Waarom redet de Heer Jezus veel in gelijkenissen? Omdat hij wil de mensen te nodig komen om hoort. Wanneer hij reden deed. Dat hij beter zal verstaan, ja. En dan wist er de beste kunnen doen, wanneer hij veel in gelijkenissen reden deed. Dan hebben verschillende gelijkenissen gebruikt worden, voor die niet wie doen aangaan. Aber hij heeft veel gelijkenissen gebruikt, demgemäß, als die mensen verstaan kunnen, vielleicht daar wo hij weer, zo is het weer, om de mensen dichter bij hem hart te komen. Met wat hij reden deed. En wat de Heer Jezus in dit gelijkenis, wat we vandaag hier hebben, Gottes woord hier in vrucht dragen, wohin hij es der reden, die wir doorwegen, hij wil de wichtigkeit om hart leiden, van Gottes woord te hören. Gottes woord aan te nemen, Gottes woord uit te leven. Omdat het woord Gottes kan vrucht dragen. De Heer, ik wil ten lang aanreden, wat Gottes wel als kracht van het woord, dat het zal aangenomen worden. Maar ik wil het eerste hier nu mal in Prophetisch lezen, Jesaja kapitel 54, vers 10 en 11. Da sagt het woord Gottes, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde, macht sich fruchtbar und wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen, Brot zu essen. Also soll das Wort, das meine Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Een fijne beeld, wat hier gebracht, ja. Zoals de regen en Schnee vom Himmel fällt. Laat het tijd als veel am Regen gebet worden. En wat van de oben wordt, normaal, 1,5 tot 2 zal een fijne sanfte regen vallen. Wer wordt alle beten, oh nee, Gott, die wil niet meer enig. Neem hem terug. We hebben geen gebruik voor hem. China wordt beten dat de regen zal terug en hoe, wordt je dank wordt. Yes. Weet je wat? De Heer zegt, is de regen Schnee vom Himmel fällt. Nicht, waar het regen heeft. Zo zal zijn woord zijn. Dat zal ook niet regenheid komen. Wat dan? Es zal niet weer zu mir leer komen, sondern tun, was mir gefällt. Dort zal ik het woord predigen, zal dat doen wat mir gefällt, und zal ihm gelingen, dazu ich sende. Wat heeft God het woord schenken dat? Also wel de Heer, dat het woord Gottes aangenomen wordt, en het woord Gottes kan vrucht dragen. Wie willen van jou diesen Tag en Feier Gruppen von Menschen betrachten? Vielmehr vielleicht aus einem feierfachen Acker betrachten, ja? Aber von der mal Gruppen Menschen betrachten. En nur dort, maar het am Schluss, da wird eine praktische Anwendung merken, was der Herr Jesus kriegt, mit das alles auf leren will. Also wir sehen einmal in der Gleichnis des Sämann als veraltete verschiedene Feier des Salzja. Da ist nicht ein Sämann, was so säen das, ein anderer Sämann, was so säen das. De zoot is ook dezelfde, dat is niet de ene zoot, dat is deze zoot, de andere zoot, dat is de andere zoot. Weet je wat? Dat is alles hetzelfde. De zeeman is dezelfde en de zoot is dezelfde.
Aber der Herr Jesus, er bringt ein Gleichnis und er sagt, der Sod fällt auf verschiedene Stellen. Ter verstummen den Mann zijn pengel de half met de zote baan en hij neemt de Rötenstraat uit en die kan op verschillende steden vallen, ja. En dan is een grote onderscheid waar de zoot handvalt en zo is het van de oorlog wat we hier aan. De Herr Jesus wil ons wat geistliches leren hierdoor. En hij wil zeggen, met de zoot aan de uitgestraat wordt, dat is het wichtig waar de zoot handvalt. En de zoot op de steden kan handvallen dat er wat vrucht brengt. Gott will nicht, dass das Wort Gottes soll bloß gepredigt worden, das ladig bleibt. Nur Gott will, das Wort soll Frucht bringen. Kurz vor auf eine steht vom Hof bei einer Kirche. Der Sein von der Gast über eine Kirche halten deed. Wenn sie vom Hof fuhr, von der anderen Seite, wie der Pfarrer schon, seid aber Täter des Wortes und nicht nur hier allein. Jakobus 1,22. Nicht bloß hier sein, uitleben. So das ist der Herr will, ja, das wird wir sein. Dat is het gelijkenis wat Jezus hier vertaald heeft. Also der Herr Jesus, hij kreeg veel aanhänger wanneer hij reden deed. En dan zegt het hier an unserem Tag, dat de mensen met het gekomen, dan een vielfalt bij een ander war und sie aus den Städten zu ihm eilten. Weet je? Veel volk bij een ander aus den Städten, nicht bloß von einem kleinen Dorf, aus den Städten. Sie eilten zu Jesus. Und sie behorchten, was Jesus zu sagen hat. Dan neemt de Herr Jesus gelegen, hat man so eine Botschaft zu bringen. Wie wichtig das ist, wird Gottes, dass die Menschen wird Gottes hören, dass die Menschen wird Gottes annehmen, dass die Menschen wird Gottes uitleben, um das kann Frucht bringen. Dass nicht was ladig terugkommt. Und von dir sagt der selbst Gott. Der selbst Herr, und er will von dir, dass sein Wort gepredigt wird, und er will, dass es soll Frucht bringen. Und wir sehen von das Gleichnis, die Verschiedenheiten, wat er sind, en dan waren we ons voor de allemaal brieven. Wo bist du eigentlich? Und Gottes Wort gepredigt wordt. Woont van deze Gruppen, wo ik naar passen. Eerste hier am Weg. Want Jezus die gingen, die willen zich hier maar weten, wat was ons leer met dit? En Jezus, hij leerde dat door, zei er klaar, wat hij dit gelijkenis had zeggen wilt, en hier am Weg, dan zegt er, die Zote ist gestrahlt, und wir lassen es hier, die aber an dem Wege sind, das sind, die das hören. Die haben das auch gehört. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen. Seid mal, das Wort ist ganz beim Hort gekommen. Das ist bloß der eine Uhr angekommen, der andere Uhr rückgegangen, das ist manchmal auf unsere plattische Sprache sein. Das Wort ist ganz beim Horten gekommen. Aber das kann ich andringen. Hoe wenig? Der Wort. Jesus sagt, das kann ich andringen. Und dann sagt er hier, dann kommt der Teufel, nimmt das Wort weg, auf dass sie nicht glauben und selig werden. Hier liegt es dann. Viele Menschen, die kommen nicht zum Glauben, die können nicht selig werden. Weißt du wenig? Bis das Wort Gott hier und dort immer wahr und immer wahr. Aber sie merken, er hört nicht auf, das Wort mal andringen kann. Infolgedessen bringt es nicht Frucht. Die Menschen kommen nicht zum Glauben, die waren nicht selig. Der Teufel nimmt das Wort weg. Das mein Gebet was, oh Gott, ja genug. Dass in dieser Sache nicht wird gelingen, unsere Versammlung das Wort wegzunehmen. Da wird Gottes, da wird schon gepredigt worden, da wird Gottes wird schon andringen, und da wird Gottes wird schon Frucht bringen. Oder wenn wir die 5. Verse lesen, dann seht ihr, dass der man nicht rührt, und er fällt der Adler auf den Weg, und da wird zu treten. Das meint so viel, auf dieser Sod, was am Weg gestellt wird, wird boven gegangen. Und er wird verkleint. Und die Fehl, die kämen fragen ab. Das haben wir alle gut verstanden, ja. Aber willst du Jesus erklären, was mit das gemeint wird, von da, was am Weg gefallen wird, dann sagt er, das ist der Teufel. Die kämpft und nimmt das weg, omdat sie nicht geleben und selig worden. Nein, was ist viel wichtiger, als bloß diese wir hören, dass die Fehl kommen, freten das weg. Weil je hebt veel dieper, zodat de veel komen, pikken het uit en vreten dat op. Veel dieper. Dat jij dan wat Jezus leren wil, dat de mensen dat woord, wanneer dat niet opnemen dan, want je predigt wordt, dan komt de Teufel en neemt het weg en kan niet vrucht brengen. En zo zei we, van Jozef al zeer,
Ich mag man manchmal wundern, Menschen, die al jaren in het Church fahren, haben al jaren mit Gott gehört, haben kein Zeugnis für Jesus. Ich kann nicht zeugen, dass ich habe Jesus mit jemandem angenommen. Das Wort als Teil geschlossen. Der Jesus Gott, das ist scharf, das wird kann ich nehmen. Das wird Jesus will rüberbringen. Und dann die nächste Gruppe, die aber auf dem Feld sind, er sagt, diese nehmen das Wort mit Frieden ab. Was uns hier im 13. Vers. Das sind die nehmen das Wort mit Frieden. Oh, die haben den Frieden, das Wort abzunehmen. Das ist eine feine Botschaft, sie nehmen das Wort ab. Ja, und die kommen wirklich zum Glauben. Aber was sagt Jesus? Was passiert mit dieser Gruppe Menschen? Eine Zeit lang glauben sie, aber zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Ja, die sind zum Glauben gekommen, aber die kennen eine schwere Zeit, dann fallen sie auf. Was sagt Jesus? Du wirst nicht genug sauft. Die werden 6 Jahre absteigen, die werden nicht genug sauft. Laten we toch hier aan. Moet Gott uns genau geben, dass er kann, wie wichtig das ist, dass das Wort nicht wird am Stein Land fallen. Das Wort wird ab Hand fallen, wird kann ziehen, das hat er gezogen, das wird abgegangen, aber ich habe eine schwere Zeit, die Sonne fängt an heute zu scheinen. Bis die Sonne so heute scheint, die verdreht. Bis sie bloß so eine Dane sich ihr, dass diese Hastigkeit verdreht. Weil je die Warteln, die nicht steigt. Laten we het hier aan. We hebben God beden dat onze wartelen worden dieper en dieper gaan. We hebben God beden dat onze harten worden open zijn, dat we worden weg zijn, dat de wartelen worden dieper gaan. Weet je wat? We gaan een tijd en tijd waar het fehlt dat onze wartelen worden dieper gaan. Dat we worden vaststellen, we klaar dat het woord God, dat we ons hier aanhouden, en dat we het woord worden geacht hebben en uitgeleefd hebben, dat we worden dat wiedergereicht hebben aan onze families. Dat is in Psalm 78 fing, dat diese Geschichten verteilt worden, wat die Väter uns verteilt haben, das soll wieder wiederregen. Und der wird worden geboren worden, der soll das hier, das Wort soll wiedergeregt worden, und die Menschen haben bekannt worden, das Wort. Das ist, was dem Herrn wichtig ist. So, das hier, die haben bloß nicht tiefer. Die warten gar nicht tief, und das ist alles boven Eva. Josef hat Jesus angenommen, was Leben ist boven Eva. Das ist nicht tief. Und dann hast du die nächste Gruppe. Da lassen uns Vers 14, dass wir in David in das Speckers fallen. Das ging auch ab. Das war es auch. Und wenn sie Speckers geraten worden, dann einmal fängt es an zu verdrehen. Kann ich Frucht bringen. Die Speckers, den nehmen wir an. Und Jesus sagt, dort sind die, wo das Wort auch gehört haben, hat es angenommen, über die Sorgen. Die Schwester, weißt du was, Sotan, er schafft dort, wie David am Wach gefallen wird. Er schafft, wie David auf steinige Land gefallen wird. Weil er schafft, wie die, wo man gespeichert ist, das sind die Sorgen. Er schafft, wie die Christen, die Sorgen. Zit met zorgen schwat te draaien. Hoe jij het alle gaan. Weet je, dat is niet wat haar wil. Dat we ons dan ongeroven laten van zorgen. In geen geval. Dat je hem zo erop aan, en de tijd waar we leven van jou, wanneer een stoot uitblijft, en de arroe groot is im land, en alles wat geboren wordt, de familie er mag zijn op te trekken, dat je schon de avond geven. Nein, want je hebt het erop aan dat zorgen wil afstaan, ja. Weet je wat? Dat is de Teufel, wat ons wel dat vertrouwen te God wegneemt. Dat we zullen het vaste God vertrouwen hebben, en zullen deze verheiting wat God ons gegeven heeft, dat zie ik ben bij alle dagen bis aan der Welt einde. En hij versproken, hij wordt ons sterk stellen in de dagen der Trüb. Aber die Teufel, die kämpft und nimmt das Wort weg, der Sorgen. Wo ist jemand, was dein Sorgen ist, was nicht ist, für das Wort Gottes? Das Wort Gottes kann sie ganz mit großer Freudigkeit annehmen und leben, wenn dein Sorgen ist. Die Sorgen merken den Christ an nicht.
wat je dooi moet wie wakker staan. Dooi moet we beden, dat ze zorgen, die wil ons überwältigen. En Brüder und Schwestern in Christus Jesus, will uns nicht von den Sorgen überwältigen, sondern weil wir im Namen Jesus siegen über all die Sorgen, die sind, und Dingen Gottes Hand leihen, und das soll uns bloß tief im Gebetsleben führen. Das soll uns bloß tief nennen, für mehr zu beten und fast zu stehen in all die Dinge, die angehen haben. Den Namen des Herrn erhöhen, aber nicht an den Sorgen untergerufen. Aber dit maakt spijkers dus niet plus die Sorgen. Wat er Herr Jesus noch? Reichtum. Der Teufel, der Widersacher, der schafft, zijn Menschen an zu bilden, Reichtum als het wichtigste. Lieber toe hier an Gott, dass Reichtum ist nicht das Wichtigste. Dort soll ein Zweite stehen. Wenn Menschen reich sind, das ist gut. Anders wird Gott nicht mehr tun, Menschen können reich sein. Ik lees goed dat er rijke mensen zijn. Hoe hebben al die arme mensen kunnen schaffen wat er nu schaffen kunnen? Hoeveel duizenden mensen zijn hier in de omgeving, wat van jou schaffen kunnen, dat de wohlhabende mensen zijn. Dat zij dank. Ik vrij me te zijn. Hoeveel arme mensen van deze dag voor dag, komen bij ons groepen voorbij. En ik vrij me te arbeid hebben. Maar je voorval als voor den bij de arbeid jaft. Dat dem kon Reichtum heen. En Jezus zegt, dat de Widersacher, die schafft, hij wil de mensen zijn te beeinflussen, Reichtum als wichtig. Dat is het eerste. Dat is niet het eerste. Het eerste wil zijn om de Gottes trachten en een tijd nemen, ja, voor de geistliche, tijd nemen voor de Boot Gottes, tijd nemen zum beden, tijd nemen voor geistliche verzamelingen, tijd neemt hem allemaal aan de kerk voor te doen. Niet meer groot blijven uit. Niet zo? Als christen blijven niet meer groot uit. Hoe weinig. Het is ons het wichtig dat we een plaats zijn. En der Reichtum ist uns nicht das Wichtigste. Der hat nicht bloß am Schaffen und Geld verdienen. Das geht am sein, Gott sein Recht zu bühren. So als Reichtum Sinn? Nee. Aber Reichtum kann Menschen en dat mensen annichten nou. Wanneer niet werken dan. So braucht es immer mal, dass die wacker stehen, nicht wahr? Aber es bin nicht alles, was Jesus sagt, von der, wo das so man Gespecker sparen, den, er sind nach Wollust. Was Wollust? Was denkst? Als het jemals eine gerade Feuer was, in Wollust zu leben, als Klack von dir. Wenn het terugkijkt, so wie das het terugkijken kost. Zou we jemals een gerade Feuer was, in Wollust zu leben, als wie von dir sind? Voor al die Reichtum, al die Schätze, wat de Herr ons hat laten te deel worden, dat is ook belangrijk. Maar we zijn een groot hiervoor. Dat we dit uitnutzen dan, in Wollust te leven. Plus grote parties, hier en dort, de beste Häuser, de beste Futter, de beste Gerätschaft, de geradste Wässerien. Is dat ja te schijn, dat ja behaan. Aber das ist nur vor, dass die Gott vergeht man. Der Satan, er schafft, er will haben, dass wir sollen uns hier so anwickeln und das, dass wir nicht bleiben. So deswegen ist es wichtig, dass wir horchen, was Jesus uns sagt, das Gleichnis lehren will. Dass wir sich hier anwickeln in diese Sorgen, in diesem Reichtum und in der Wollust. Dass wir hier den Kampf abnehmen dann. Hier meint es ständig, beständig zu kämpfen, Tag für Tag, abzustehen und den Kampf abzunehmen, dass wir uns nicht bingen mit diesen Dingen. Dass wir geistlich gesonnen sind, dass wir geistlich verweicht gehen, und mit Mut kämpfen dann. Aber dann die vierte Gruppe Menschen, hier. Das sind einfach die, die wir alle sind, nicht wahr? Das ist der 15. Vers, dass aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören, behalten einen feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Was haben wir uns besser vorstellen, aus dieser Gruppe Menschen zu sein? Was sagt Jesus hier?
Diese Menschen, die hören das Wort, behalten einen feinen, guten Herz. Dort sind Hort, was abgeschlossen ist. Dort sind Hort, was dem Haaren geweiht ist. Dort sind Hort, wo betende Anstellung ist. Dort sind Hort, wo geistliche Gesinnung ist. Dort sind Hort, wo ein froher Christ dagen wird. Dort sind Hort, wo das Licht zu anderen Menschen. Dort sind Hort, wo zuerst, als Jesus sagt in Evangelium Johannes Kapitel 7, 38. Er sagt, dessen war ich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dort sind die, wo Jesus hier das Gleichnis vertalen, von da wir das Wort abnehmen tun, und die nehmen das zu horten. Und die haben einen Weg gehört. Die sind gut, gesund, die sind geistlich, und die bringen Frucht. Das Rand eben erleben. Und diese Menschen haben wir alle sein. Wir leben von der die Genot Gottes. Wir leben von der über eine sehr ernste Zeit, wo Gott sein Wort lässt predigen. Das fehlt an die Gewalterwartungen. Und da passieren große Erwartungen. Wo wir beten, und mehr Erwartungen stattfinden. Weet je wat, in onze Ras Menschen hat veel Menschen verwickelt. Und bloß ein uiterliche Ding, das Leben zu sehen, das ist doch nicht der Feind, das Leben ist in Christus Jesus. Und das braucht, dass wir fasten und beten und sehen, was Gottes Willen von der von Gott und seine Treu. Und dass der Meier wie es Christen von fasten und beten, dass sie gerade mit der Erwartung sind. Und ich vertalte die Kinder die Geschichte von El Modi. Dort mal zu lesen, ich eine lange Geschichte lesen von Modi, was dort hat von Erwartung gegeben, wenn sie das Wort Gottes hat klar und deutlich hat gepredigt, das Evangelium. Und wir sind von einer Zeit, wo das Not dat das Evangelium rütgedrecht wird, und dass viele Menschen wollen das Evangelium hören, dass nicht bloß einmal wollen ein zornigen Gott sein, sondern wollen ein leibenden Gott sein, ein Gott, was ihn Sinn geschickt hat, ein Gott, was alles angegeben hat in seiner Leib, und Jesus kann vom Kreuz stehen, weil stieg nicht vom Kreuz, wo wenig, wenn sie in der Leib brennen, aber wir sollen erlöst werden. Und das Evangelium von der Erlösung, das macht wir nach wieder rütteln in der Welt. Und dann braucht das, dass wir als Kinder Gottes, dass wir leben haben im Geist, dass wir brennen sind für Christus, das Evangelium wird rütteln. Und dann sind dort Menschen abstehen, hier und dort, stehen Menschen ab und fangen an Frauen zu werden. Ich habe gestanden über der Restzeit, wenn da 1000 Menschen, 2000 Menschen saßen da. Die wir nicht zu bleiben, fern zu kommen, die Seelsorger sagten, während gepredigt wird. Hier, hast du Zeit für mich? Der Nächste, hast du Zeit für mich? Und ich habe Messer in der Predigt und konnte ganz anhören, dass Menschen mit Frauen, wie kann ich wiederkommen in mein Leben? Wie kann ich das Leben finden? Weißt du was? Hier wird gebeten, da passieren diese Dinge. Ich will Mut machen, ich will wieder beten. Das ist wichtig, dass wir taubstehen und beten. Breit an sagst du. Wo wen? Dass die Menschen ein Gleichnis wollen leben, was Jesus lehrt hat. Die Menschen sind bekannt worden mit dem Evangelium von der Vergebung, von der Rettung. Und dass die wollen eine Anwandlung machen. So wir fingen in den letzten Vers von unserem Tag. Menschen mit einer Anwandlung. Wir haben drehen, nur Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung, das 3. Kapitel, die Gemeinde zu Laodicea, die Gemeinde zu Philadelphia, will ich sagen, diese Gemeinde, die haben dort Zeugnis, sie haben das Wort gehauen. Der 8. Vers, Kapitel 3a. Ich weiß deine Werke. Sieh, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ein Zeugnis von der Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Aber was wird das Zeugnis? Weißt du, was das Zeugnis wird? Hast mein Wort behalten. Breit an Sastren. Weißt du was, ich kann das vorstellen, Gott sein Wort. Und das gibt ein Zeugnis, was wiedergeht zu den Menschen Ramans. Das ist eine Botschaft zu den Menschen Ramans, wenn wir Gott sein Wort halten dann.
Warum es vorsollen Gott sein Wort nicht uitleben dann? Weet je, wie sind in je voor, dat het in Christus meer evangelisch is, de andere dat, dan wordt je dat schaffen. Dat schafft bloß, dat het in Wort uitleben. Dat is wat Jezus ons leren wil. Je een karstje had, dat zijn bloß 2 wegen. De schmal en de breite. We hebben 4 groepen van mensen, hoe ik van gereed heb. Wat je bloß 2 wegen. Weet je wat? 3 van deze groepen, alles to de linkerhand. Eine groep, die wordt to de rechter gesteld. Want wie die? Dat we die wat we hier in die abbewahren, einen feinen, guten Herzen, und die bringen Frucht und Geduld. Jo, ich habe Anfechtungen, ich will nicht viel Zeit abnehmen, kann dann gehen, wir haben gestern auf die Gebetsstunde, die Bruder hatte in der Anleitung gestern an die Gebetsstunde von der Anfechtung, die kommen dann. Da kommen Anfechtungen. Aber diese Anfechtungen, die bringen sich durch, für wenig. Wir haben das Wort bewahrt, ein feiner gutes Wort, und wir stehen da und wir bringen Frucht. Die 10. Vers in Offenbarung Kapitel 3. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Das ist ein Trost. Ich werde ein paar Heime lesen, am den Bett angeht. Panches ist, muss geprägt worden, okay? Das wird mal geprägt. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Seid ihr mal das versprechen? Willst du die hast festgehalten mein Wort? Das Wort meiner Geduld, will ich auch die bewahren vor der Stunde der Versuchung, weil kommen wird über den ganzen Weltkreis. Zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Noch einmal der letzte Vers von unserem Tag zum Schluss. Dass aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten einen feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. So wollen wir verweg gehen und kämpfen und das Wort Gottes boten ja. En wel motie schaffen. Wenn der Herr uns segnet dat, ist gut. Wir wollen anwenden. Wir wollen es nicht bingen lassen. Jesus hat uns ganz klar gewesen. Dat so dann schafft uns mit Dingen zu bringen. Aber der Herr hat uns klar gewesen von dir, dass wir keine Frucht bringen für das eigene Leben. Möchte Gott sein Wort segnen an uns alle. Ich will früher einen Abstand im Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Genug Gottes. Wir danken dir, Herr, für all die Segnungen. Wir danken dir, Herr, für die Wohltaten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, so kraftvoll ist das ist. Und Herr, das ist ein Evangelium, was soll ich machen das? Weil das ist ein ernstes Wort. Wenn das Wort nicht angenommen wird, dann sagst du, Herr, dann bringt das nicht Frucht. Himmlischer Vater, ich bete, halt uns dort an. Krijg hoe we van jou zijn. Dat we met moed, met Klarheit, met Überzeugung, im Namen des Herrn Jesus, der wird kommen, dass wir die würden erhöhen, dass uns das Erste sind, die dein, und nicht die Dinge, wo wir zu uns bringen will. Und Herr, bewohnen uns, dass wir uns würden bringen lassen, sondern wir würden im Geist und in der Wahrheit wandeln, und dass wir würden so ein Licht von der Stuhl lassen, dass noch viele Menschen durch uns können gewonnen werden. Herr, eine Wiedererwartung können geben. Im Namen Jesus. Amen. Die Glaubenslieder Nummer 192. Die Zeit des Gottkommens erweisen und Gott bringet den Augenblick. Nur ein Gott machst du diese Reise.
Stunde halten, hey du, es merkst sie entflohen. Die Weisheit lehrt ihr treu zu halten, den treuen Weg wird vorher lohn. Die Weisheit lehrt ihr treu zu halten, den treuen Weg wird vorher lohn. Sie wie den Tod die Zeit verendet, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhm, der Kluge wird und gewendet, der wird die Zeit mit Gutes tun. Der Kluge wird und gewendet, der wird die Zeit mit Gutes tun. Drum Heiland, will mich meine Jahre zu deinem Dienste einzig bei, von heute an bis hin zur Weihe, Beginn des Lebens alle schon. Von heute an bis hin zur Weihe, Beginn des Lebens alle schon. Ja, stot maar het jet. Bij Jan leven samenstrooien. Zo te streng, bij Jan leven. Goed? Goed voor de hoop neigen. Der Herr behüte euch vor allem Übel. Er behüte eure Seelen. Der Herr behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Es sei mein Frieden des Herrn.